Chancen Digitalisierung sind natürlich Autonomie, sind frühzeitige Möglichkeiten zur Mitbestimmung, zur Partizipation. Das sind erstmal Chancen von Digitalisierung für die Menschen selbst. Natürlich hat Digitalisierung auch für Prävention Chancen. Da geht es darum, dass man die Menschen dort abholt, wo sie unterwegs sind, also im Internet, bei Online-Diensten, in der Welt der Apps und so weiter. Und das auch ganz gezielt für präventive Arbeit nutzt. Unter Stärkung zum Beispiel von Peer-to-Peer-Ansätzen, unter Stärkung auch von einem schulischen Lernen. Also wir haben einen Digitalpakt, der eben nicht nur ein Lernen mit Medien stärken sollte, sondern eben auch ein Lernen über diese digitale Welt stärken sollte. Und das sind alles neue Formen von präventiven Angeboten, wo man die Zielgruppen im Prinzip dort abholt, wo sie unterwegs sind, in schulischen Kontexten, in der digitalen Welt und eben hier ganz offen quasi auch dazu beiträgt, dass sie untereinander in den Diskurs gehen zu den möglichen Risiken, Gefährdungen und sich hier, sage ich mal, austauschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch durch gezielte Angebote Selbstreflexion angeregt wird, ein kritisch-reflexiver Medienumgang angeregt wird. Ich sage immer, die Idealvorstellung von einer guten Prävention ist, dass die Menschen, bevor sie etwas in der digitalen Welt machen, bevor sie mit irgendwas konfrontiert werden, quasi über die Tragweite und Folgen eben auch insbesondere ihres eigenen Handelns, sage ich mal, aufgeklärt worden sind, beziehungsweise sich damit selbst auseinandersetzen, bevor sie eben in diese Welten eintauchen. An dem Punkt, wo eine Klassenlehrerin, Klassenlehrer heute in der 4. Klasse sieht, dass die meisten Schülerinnen und Schüler ein Smartphone haben, ist klar, dass WhatsApp darauf landet, ist klar, dass sich der erste Klassenchat bildet und dann wäre es eigentlich eine Aufgabe von schulischer Bildung zu sagen, okay, jetzt rücken wir mal die Bänke zusammen, jetzt bilden wir mal ein paar Gruppen und erarbeiten uns selbst erstmal die Regeln, wie wir hier miteinander umgehen wollen. Man könnte das Konzept der Giraffensprache zum Beispiel nehmen, also der vorurteilsfreien, gewaltfreien Kommunikation, auf diese neuen Handlungsorte übertragen. Man könnte einen Administrator, eine Administratorin bestimmen, um eben frühzeitig zu sagen, okay, hier gibt es bestimmte Regeln und es gibt auch bestimmte Sanktionen, Konsequenzen, wenn die Regeln nicht eingehalten wird, Ausschluss aus der Gruppe. Also auch hier diese bislang ja weitgehend ungeregelten Räume im Vorfeld selbst von den Zielgruppen also regeln zu lassen im weitesten Sinne. Das wäre für mich so der Klassiker auf eines der wichtigsten Themen heute, wie gehen junge Menschen insbesondere miteinander bei WhatsApp und Co. um.